Die E-Gitarre wollen wir natürlich nicht nur spielen, weil wir so schöne Akkorde und schöne Melodien drauf spielen können. Nein, sondern wir wollen natürlich auch rockig spielen. Und das werden wir in diesem Kurs lernen. Wir kennen ja schon viele Grundakkorde, offene Akkorde von A, C, G und so weiter. Und diese können wir natürlich, wie wir in der vorangegangenen Übung auch gesehen haben, auch auf der E-Gitarre spielen. Allerdings bietet es sich an, dass wir oft die Power-Akkorde benutzen. Warum? Weil, wenn wir einen Verzerrer eingeschaltet haben bei der E-Gitarre, ist es so, dass der Sound, der Ton sehr schwammig und matschig wird. Und wenn wir das mit normalen Akkorden spielen, ist das für den Zuhörer anstrengend. Ich mache das mal vor, so wie es vielleicht nicht sein soll. Zu viele Töne. Und gerade wenn man mit anderen zusammenspielt, dann wird das nicht klingen. Deshalb nehmen wir oft, und im Rock haben wir das sehr oft, die Power-Akkorde, die wir schon gehabt haben, dafür auf der E-Gitarre. Wir hatten ja auch beim Blues den A5 und den spielen wir jetzt hier auch. Wir versuchen das mal zusammen. Ihr habt bei euch am Verstärker einen Regler, da steht Distortion drauf. Wenn ihr den nach rechts dreht, dann wird dieser cleane Ton verzerrt. Also mit Distortion sozusagen. Und das macht ihr jetzt mal und dann versuchen wir zusammen diesen A5 zu spielen mit dem Pleck in der rechten Hand. Wieder nur die beiden Seiten A und die D-Seite, wo der Zeigefinger in den zweiten Bund geht. Wenn ihr bereit seid, dann legen wir los. 3 und 4 und... Wenn ihr jetzt nur diese beiden Seiten wirklich angespielt habt, ohne die tiefe E-Seite oder die G- und H-Seite, dann ist das super. Dann können wir zu den nächsten Power-Akkorden gehen. Wenn nicht, müsst ihr das erstmal fürs Gefühl auch der rechten Hand weiter probieren, dass ihr da sicher werdet. Denn gerade im Rockbereich oder auch Hardrock, Heavy Metal, wie auch immer, spielen wir diese Power-Akkorde oft schnell. Und wenn dann andere Töne dazukommen, dann wird es nicht klingen. Zu viele Töne und klingt für den Zuhörer dann nicht mehr schön. Okay, kommen wir zum zweiten Power-Akkord und zwar E5. E5 ist einfach nur mit dem Zeigefinger eine Seite nach oben auf die A-Seite den zweiten Bund und wir spielen die E- und die A-Seite zusammen. E5 ist wahrscheinlich im Hardrock der am häufigst gespielte Power-Akkord überhaupt. Klingt jetzt dann auch sehr rockig. Okay, wir spielen wieder zusammen, mehrmals hintereinander. 3 und 4 und... Und weiter. Wunderbar. Auch hier wieder probieren. Wenn ihr A5 und E5 beide spielen könnt, so dass wirklich die rechte Hand mit dem Pleck auch nur die Seiten anspielt, die gespielt werden sollen, versuchen wir jetzt mal den Wechsel. Und zwar spielen wir 4 mal A5 und dann wechseln wir 4 mal zu E5. Kann sein, dass das für euch schon total einfach ist und ihr denkt, jetzt haben wir doch alles schon gehabt beim Anfänger-Gitarrenkurs. Ja, aber wie gesagt, es ist was anderes, das auf der E-Gitarre mit Verzerrung sauber zu spielen. Wir probieren es. 4 mal A5, 4 mal E5, dann wieder zurück. Wir starten. 3 und 4 und... Und zu E5. Und zu A5.
und zu E5. Probiert diesen Wechsel für euch so lange, bis ihr sicher seid. Ich habe gerade gesagt, E5 ist der wahrscheinlich am häufigst gespielte Power-Akkord im Rock. Kommt daher, dass viele Songs einfach in E-Moll geschrieben sind und für die Gitarre das auch einfach zu spielen ist. Wir haben zum Beispiel, wenn wir in den Heavy Metal gehen, dann kennt ihr sicherlich Metallica. Nicht nur Nothing Else Matters, sondern Enter Sandman, ganz bekanntes Lied. Und da kommt dieser Power-Akkord vor. Oder was wir hatten, Beat It. Da könnt ihr bei Beat It absolut trainieren, dass ihr die richtigen Saiten auch mit dem Pleck trefft. Und natürlich mit der E-Gitarre jetzt klingt es natürlich viel besser. Solltet ihr gleich in den E-Gitarrenkurs eingestiegen sein, geht zurück zu der Lektion mit Beat It auf der Konzertgitarre. Ihr könnt das natürlich, das was ich auf der Konzertgitarre gezeigt habe, könnt ihr natürlich 1:1 alle Songs auch auf der E-Gitarre dann übertragen. Wir haben jetzt A5 und E5 gespielt und wollen jetzt ein Bindeglied einbauen, damit wir so ein kleines, cooles Riff eigentlich schon haben. Und zwar soll das dann so klingen. Und dafür brauchen wir dann unseren Mittelfinger. Der geht auf die tiefe E-Saite in den dritten Bund. Und der Ton wird so ein bisschen nach unten gezogen. Also ein leichtes Bending. Bending kommen wir später auch nochmal dazu. Häufig eingesetzt bei der E-Gitarre. Und dieses Bending probieren wir mal. Da legen wir den Mittelfinger auf die tiefe E-Saite in den dritten Bund, spielen den Ton an und ziehen den Mittelfinger ein bisschen nach unten, zusammen mit der Saite. Ja, das hört sich dann in Gänze so an. Okay, wenn dieses Bending funktioniert, dann probieren wir diesen Ablauf. Wir spielen zweimal A5, 1, 2, Mittelfinger auf die tiefe E-Saite in den dritten Bund und gehen dann in E5. Ich nehme ein bisschen die Verzerrung raus. Nochmal. Noch einmal. Wir probieren das zusammen. 3 und 4 und. Das schnell gespielt, in allen möglichen Varianten, hört man die letzten 50 Jahre ganz oft. Am Anfang habe ich es eben schon mal gespielt. Zum Beispiel You Really Got Me von The Kings, dann später gecovert von Van Halen.
allen möglichen Varianten. Also, das ist unser erster Ausflug in das Hardrock-Genre. Allerdings brauchen wir das nicht nur da, sondern können das natürlich dann auch im Blues einsetzen. Auch hier wieder das Bending auf der E-Seite im dritten Bund.